Hier sind Menschen gestorben, hier sterben immer noch Menschen, hier ist alles zerstört. Ich habe natürlich im echten Leben noch nie ein Kriegsgebiet gesehen, aber so stelle ich mir eins vor. Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Eine Woche nach der Hochwasserkatastrophe bin ich unterwegs in den mit am schwersten betroffenen Regionen. Freiwillige aus ganz Deutschland kommen, um zu helfen. Die Lage ist chaotisch. Wir brauchen nach der aktuellen Kalkulation weitere 30 Busse. Aber welche Hilfe kommt bei den Betroffenen wirklich an? Die Meinungen gehen auseinander und die Stimmung ist aufgeheizt. Es wird im Internet gesagt, bleibt fern, ihr behindert hier die Profis. Ich sehe wenig Profis. So viele Helfer und so viele Hilfe, wie wir erfahren haben. Unbeschreibbar. Neben THW, Feuerwehr, Bundeswehr und Freiwilligen kommen auch Helfer mit fragwürdigen Ideologien. Nutzen sie die Situation für ihre Zwecke? Also das ist das Letzte, was wir jetzt brauchen, ne? Noch solche Spacken, die Not der Menschen dann auch noch ausnutzen. Ich packe selbst mit an und will herausfinden, wie helfen richtig geht. 9 Uhr morgens ein Treffpunkt im Rheinland, genau eine Woche nach dem Hochwasser. Von hier fahren Busse, freiwillige Helfer in die betroffenen Regionen, damit die Straßen nicht von Privatautos verstopft werden. Ich war vor 5 Tagen schon mal zur Berichterstattung hier. Seitdem wird in sozialen Medien der Vorwurf laut, dass die Hilfe in den betroffenen Regionen nicht ankäme. Ich will mir selbst ein Bild machen. Boah, das letzte Mal habe ich so eine lange Schlange auf der Fusion gesehen. Und auch die Organisatoren der Busse hatten mit so viel Andrang nicht gerechnet. Es fehlen Busse. Kein Wunder, professionell organisiert ist der Service nicht. Ich habe den Shuttle auf Facebook gefunden. Privatleute aus der Gegend haben ihn auf die Beine gestellt. Manche von ihnen sind selbst vom Hochwasser betroffen. Wir brauchen mindestens 10 weitere Fahrer inklusive 9-Sitzer-Busse. Wir müssen alles gerade umstellen. Habt ihr einen Bus mit 9 Sitzplätzen? Seid ihr sofort eingestellt. Die Polizei hilft beim Eskortieren. Wir brauchen für die Polizei einen Applaus. Während wir warten, treffe ich Lina, Dennis und Thorsten, die schon mehrmals in der Region waren. Als Thorsten von der Katastrophe hörte, war sofort klar, er packt an. 2 Leute sind losgefahren, ich kam gerade aus dem Urlaub und habe Zeit gehabt, dann ging das los. Ich habe am ersten Tag ihn kennengelernt. Ja. Ich bin alleine hierher gefahren, ich komme aus dem Hunsrück, habe die Woche Urlaub und habe sie kennengelernt, seitdem fahren wir jeden Tag zusammen. Im Urlaub zum Helfen ins Krisengebiet. Für Dennis klingt das beinahe selbstverständlich. Die Prioritäten sind klar. Möglichst viele Helfer möglichst schnell vor Ort bekommen. Einer passt nach hinten rein. Wann sonst kann man aus so noblen Gründen auf die Straßenverkehrsordnung scheißen? 20 Minuten fahren wir nach Altenburg, eine Stadt direkt an der Ahr. Vor einer Woche fielen in der Region innerhalb von 72 Stunden 133 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Ortschaften auf flacher Ebene wurden besonders hart getroffen, weil der Regen aus den Bergen die Ahr zusätzlich flutete. Teils stand das Wasser hier 7 Meter hoch. 179 Tote forderte die Katastrophe offiziell bisher. Es gibt immer noch Vermisste. Und all das wird mir plötzlich klar, als ich da bin. Das ist so Wahnsinn. Ich meine, ich habe natürlich im echten Leben noch nie ein Kriegsgebiet gesehen, aber so stelle ich mir eins vor. Hier steht ja nichts mehr. Und dann auch diese ganzen Akteure, hier sind Hubschrauber, Polizei, Bundeswehr. Hier ist auch echt so eine Stimmung in der Luft, es ist erdrückend. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, gleich ruft ein Regisseur laut Cut. Inmitten dieser surrealen Kulisse habe ich meine komplette Gruppe verloren, also erstmal allein los und orientieren. Ich erfahre, dass es einen Sammelpunkt gibt, an dem die Bundeswehr Hilfsaufträge an private Helfende vermittelt und Gebietskarten verteilt. Dort treffe ich André, 23. Er gehört einer evangelischen Kirchengemeinde an, die mit 120 Leuten aus ganz Deutschland angerückt sind. Gerade trommelt er eine Gruppe für das Leerschippen eines Kellers zusammen. Hey Jungs, habt ihr noch was zu tun? Ja, weil wir haben hier eine Kreuzstraße 17, da bräuchte man einige Leute, um was freizuräumen. Wie viele Leute seid ihr? Hier sind quasi so 3. Und ihr seid? 1, 2, 3, Genau, wir brauchen 20 Leute. Genau, 20 Leute brauchen wir. Ja, aber immerhin. Ja, perfekt. Dann seid ihr 3. Wir sind noch 3, dann sind wir schon fast. Die anderen kriegen wir auch noch zusammen. Unbürokratisch verabreden sich die Helfenden am Einsatzort. Der Auftrag, ein Kellerloch von Schlamm und Wasser befreien. Wer hier wohnt, wissen wir nicht. Vor einer Woche noch wäre es undenkbar, hier einfach in fremde Keller zu gehen. Aber private Räume scheint es ja jetzt nicht mehr so richtig zu geben.
Zuerst saugt eine Pumpe das Wasser aus dem Keller. Das große Problem ist aber der Schlamm darunter. Der muss mit Eimern abgetragen werden. Im ersten Moment wirkt der Matsch harmlos, aber dann wird mir klar, der Schlamm, der hier rumliegt, ist gefährlich. Da ist alles drin. Öl, Fäkalien, verwesende Stoffe. Hier vor Ort ranken sich viele Horrorgeschichten um den Matsch. Und tatsächlich kann man sich davon von Magen-Darm bis hin zu krassen Blutvergiftungen alles einfangen. Eigentlich müsste man die Straße mit Frischwasser vom Schlamm befreien. Wasser und Strom aus Leitungen wird es hier aber erst in Wochen wieder geben. Dreckig werden garantiert. Beim Eimerschleppen kommt die Sonne raus. 28 Grad, fremde junge Leute kommen miteinander ins Gespräch. Wer in den Eimern Sangria und kein Schlamm, klingt die Beschreibung fast nach Urlaub. Das ist krass, wenn man ausblendet, was man hier eigentlich macht. Das ist ja fast ganz nett. Also ne, wenn man so... Man kann, ich glaube, solche Sachen auch nur mit Humor ertragen. Was willst du denn tun, wenn wir jetzt alle heulen, kommen voran? Ja. Also, ja. Anpacken genau. halt, ne? Ausblenden, arbeiten, heute Abend ein Bierchen trinken, bis Sonntag durchhalten und ganz gut. Manuel ist Hufschmied und erst mal 4 Tage zum Helfen da. Er ist bei einem Kumpel untergekommen, sonst kennt er hier keinen. Das wird hier auch ewig und 3 Tage dauern, bis das alles wieder aufgebaut ist. Dann sind Baumaterialien ja gerade unfassbar teuer. Das wird richtig spannend. Ich bin wirklich gespannt, wie gut das funktioniert. Aber es ist ja beeindruckend, wie viel Hilfe hier ja auch landet und wie viele Leute spenden und wie viele Firmen spenden. Was ist. Selbst bei uns 1,5 Stunden von mir waren Gummistiefel ausverkauft. Nee. Das war krass. Krass. Ich habe zum Glück Größe 47, da waren noch welche da. Während wir hier arbeiten, denke ich an die Vorwürfe aus dem Netz, dass von offizieller Stelle zu wenig Hilfe käme und hier ohne die Freiwilligen nichts gehen würde. Manuel stimmt da nicht zu. Die Profis sind einfach noch mit anderen Arbeiten beschäftigt, sagt er. Weil die Jungs mit den großen Sachen, die haben jetzt keine Zeit, hier hinterm Haus die Sachen durchs Haus rauszuschmeißen. Dafür sind die Freiwilligen super. Ja. Also für solche, oder hier, wie im Keller der Chef. Ne? Ja. Da müssen wir jetzt die Bundeswehr nicht ranziehen oder was. Die können erstmal die großen Sachen alle mit ihrem Gerät da wegschaffen. Und sich um die beschissenen Aufgaben kümmern, weil hier sind immer noch Leute drin. Und die müssen auch geborgen werden und so weiter. Ne? Es muss ja nicht jeder hier den Lebensretter mimen, sondern es geht ja um solche Arbeiten hier. Ja. Den Rest sollen die Profis machen. Alles gut. Wir machen das. Über 3 Stunden vergehen, während wir den Keller leer schippen. Das muss man sich mal reinziehen. Hier helfen 20 Leute für ein 10 Quadratmeter Loch. Sowohl ermutigend, wie toll alle zusammenarbeiten, als auch ernüchternd, wie wenig menschliche Arbeitskraft gegen die Zerstörungswut der Natur ankommt. Plötzlich kehrt die Besitzerin des Hauses zurück. Ich habe keine Worte mehr. So viele Helfer und so viele Hilfe, wie wir erfahren haben. Das können, also, ist unbeschreibbar. Also, Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. So, und alles so viele Junge. Und waren Sie auch hier, als es passiert ist? Ja, mein Mann und ich, wir haben oben am Dach gesessen. Nee. Ja. Also wenn es noch eine Viertelstunde geregnet hätte, ich glaube, dann sind wir nicht mehr runtergekommen. Hatten wir so ein rotes Tuch, dann haben wir immer durch die Luke gewunken. Und dann kam morgens, nachts kann ja kein Hubschrauber fliegen, ne? Und dann kam morgens, der Hubschrauber und hat uns rausgehoben. Auch mein Eindruck ist, fast alle Menschen, die ich treffe, sind zwischen 20 und 35. Das ist aber auch kein Wunder, denn die Arbeit ist wirklich anstrengend. Nach der Arbeit gehen André und ich zum Versorgungszelt. Mir fällt auf, bei der Essensversorgung arbeiten zumeist die etwas älteren Helfenden. Es ist beeindruckend, wie gut alles funktioniert. Innerhalb von kürzester Zeit wurde hier eine funktionierende Versorgungsstruktur aufgebaut. Du hast gerade eben gesagt, und das ist witzig, weil ich hatte den Gedanken auch schon mal, dass es einen so ein bisschen an Festival erinnert, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Der ganze Dreck, überall Leute, die rumlaufen, Gemeinschaftsduschen, die aufgebaut sind oder sowas, ist schon krass. Ja, schon krass. Na, eben auch als die Leute sich so mit Sonnenmilch eingecremt haben, dachte ich so, dieser Duft passt nicht zu der Kulisse hier irgendwie. Heute Morgen, als ich kam, ich hatte so richtig Gänsehaut, als ich das hier gesehen habe und ich hatte echt so einen Schockmoment. Und jetzt ist man schon wieder ein paar Stunden hier und man akklimatisiert sich auf so eine komische Art und Weise. Man fühlt es fühlt sich so ein bisschen normal an. Sich voll da dran, gell? Voll. Ich bin irgendwie erleichtert, dass es nicht nur mir so geht und auch André sagt, dass man das Leid ein Stück weit ausblendet. Wer weiß, ist vielleicht auch besser so.
Kurze Zeit später werde ich aber wieder erinnert, wir sind immer noch im Krisengebiet. Wir wollten eigentlich gerade zurück zu unserem Shuttle laufen, aber da sind defekte Gasflaschen und deshalb werden jetzt alle zurückgeschickt, auch die großen Autos und so, weil das natürlich gefährlich ist. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier überhaupt rauskommen. Weil wir nicht weiterkommen, gehen wir zurück zum Helferpunkt. Eigentlich wollen wir von der Bundeswehr einen alternativen Weg aus dem Krisengebiet erfahren, als wir dort Mario treffen. Vor einem halben Jahr hat er sich mit seiner Freundin ein Haus an der Ahr gekauft. In der Katastrophennacht hat Mario dann all sein Hab und Gut verloren. Du hast hier gewohnt? Ja, genau. Aul 4, also das ist direkt hier Richtung A. Fast alle Häuser hier in der Gegend gelten nach der Katastrophe als einsturzgefährdet und müssen abgerissen werden. Marios Haus ist eines von 6, das stehen bleiben kann. Hallo, wir sind vom Y-Kollektiv. Wir machen eine Reportage und haben gerade deinen Freund geschnappt. Der hat uns ein bisschen was erzählt. Ja. Ich bin so nett und komme gerade noch mit. Wollen Sie das auch mal ansehen? Ja, alles klar. Bis gleich. Das hier ist euer Haus? Ja. Und hier sind auch die freiwilligen Helfer, die gerade unser Dach abdichten. Wir dürfen hoch, ja. Passiert nichts, glaube ich. Das Haus ist vom Wasser noch schwer gezeichnet. Es ist kaum zu fassen, was hier passiert ist. 6 Meter hoch stand das Wasser. In letzter Sekunde schwimmen Mario und seine Freundin aus dem Fenster im Obergeschoss. Die Strömung unten drunter, die haben uns die Beine weggerissen. Aber dann hochgeklettert. Wie gesagt, meine Freundin konnte ich auch noch hochziehen. Ich habe sie damit hochgezogen. Die Katzen haben wir hochbekommen. Und dann waren wir erleichtert, als wir gesehen hatten, das Wasser steigt nicht mehr nach Stunden. Dann haben wir immer mal wieder geleuchtet. Das Wasser stand ungefähr so bis hier oben unter das Dach. Was denkt man dann, wenn man da sitzt und alles... Also wie habt ihr diese 14 Stunden überstanden? Am Anfang war sehr viel schwarzer Humor dabei. Ja. Tatsächlich, wir konnten ja nicht. Also wie muss man sich ja wach und, wenn du so willst, bei Laune halten. Wir haben Todesangst kurz vorher gehabt. 14 Stunden warten die beiden auf dem Dach auf Rettung. Seitdem sind sie dauerhaft unter Strom. Die Frau gegenüber von uns ist leider ertrunken. Ein bisschen locker. Da hinten, aber das ist was anderes. Nette Frau. Ja, und irgendwann runter. Jetzt denkt man eigentlich nur noch dran, Hauptsache, man kann auch ein paar Sachen retten. Oder dass so Leute sind wie hier jetzt, ne, die das Dach wieder zumachen, weil jetzt am Wochenende soll es wieder regnen. Ne, und man will jetzt nicht noch mehr irgendwie kaputt machen. Du hast ja auch noch überhaupt keine Zeit, das irgendwie zu verarbeiten. Nee, zum Glück nicht. Ich glaube, sonst könnten wir auch nicht hiermit helfen und so. Ne? Ich meine, wir können ja nicht machen lassen. Wir müssen ja hier sein. Ne? Inklusive unserem Garten. Entschuldige, da muss ich gerade fast ein bisschen lachen. Ja, ich weiß. Ich bin beeindruckt, wie gefasst Mario ist, trotz allem, was passiert ist. Gleichzeitig wird mir bei dieser Begegnung aber auch klar, Mario ist mit seinem seelischen Leiden noch völlig alleingelassen. Jetzt das. Aber so lernt man viele Nachbarn kennen. Helfen sich alle gegenseitig. Ja, das war ein Träumchen. Ob Mario und seine Freundin in dem Haus bleiben wollen, wissen sie noch nicht. Klar ist aber auch, was hier passiert ist, könnte wieder passieren. Dieses Unwetter zeigt, gegen die Gewalt der Natur, die wir selbst heraufbeschwören, sind wir am Ende machtlos. Mein Eindruck, insgesamt läuft das Katastrophenmanagement in Altenburg gut. Freiwillige und Profis arbeiten zusammen. Ich will mir woanders noch ein Bild von der Lage machen. Auch Bad Neuenahr ist besonders betroffen. Die wunderschöne Altstadt ist mit Schlamm und Geröll verwüstet. Doch wenn man genauer hinschaut, erzählt das, was übrig geblieben ist, ganz persönliche Geschichten. Von Menschen, die hier lebten und Dingen, die ihnen wichtig waren. Das gehört einfach irgendwem eigentlich. Guck mal hier, so ein, ich will gar nicht. Guck mal, hier ist so der Weihnachtsschmuck von irgendwem. Das gehört einfach Leuten so. Das war mal irgendwo.
Hier sind einfach irgendwelche Sachen. Das ist so krass. Uns fällt in Bad Neuenahr auf, die Stimmung hier ist anders, angespannt. Es liegt Frustration in der Luft und mit unserer Kamera fallen wir nicht gerade positiv auf. Wir treffen Mario. Er stellt sich als ehemaliger freiwilliger Feuerwehrmann aus Hamburg vor. Er hat Kaffee und Verpflegung dabei, alles selbstfinanziert. Sein T-Shirt macht klar, von Political Correctness hält er nix. Kurz mal klug geschissen. Diese Haltung wird auch aus der rechten Ecke getragen, um sich vom Gender-Mainstream zu distanzieren. Dann habe ich gesagt, ich kann nicht zu Hause sitzen, mir das angucken im Urlaub. Ich muss hierher irgendwie. So, dann habe ich halt alles rausgeräumt, Sitze rausgebaut, alles vollgeschmissen. Nee. Bin hierher gefahren. Ich habe hier mein Motto, helfen statt Malle. Daran sollten sich mal mehr Leute ein Beispiel nehmen, ganz ehrlich. Die feiern alle irgendwie und haben Spaß und was hier abgeht, das ist nicht normal. So. Es wird im Internet gesagt, bleibt fern, ihr behindert hier die Profis. Ich sehe wenig Profis. Und ich war selber Profi, ich weiß, was das heißt. So, bei uns war vorhin die Freiwillige Feuerwehr hier Essen, die haben selber auch nichts. Es ist hier reines Chaos. Aber die Freiwillige Feuerwehr kam zu Ihnen und ja, die haben sich hier eine Wurst abgeholt und alles. Ne? Und wir sind halt privat. Wir haben beim THW nachgefragt, warum der Eindruck entsteht, dass mancherorts zu wenig Hilfe ankommt. Man erklärt uns, bei so großen, unerwarteten Ereignissen gibt es immer erst sogenannte Chaostage, an denen eine Infrastruktur für Hilfe geschaffen werden muss. Mittlerweile sind allein vom THW aber 5000 Personen im Einsatz. Trotzdem kann auch eine Woche nach dem Hochwasser nicht überall geholfen werden. Und das führt zu Frust, wie uns Karin, eine Anwohnerin, erklärt. Wir haben noch bis jetzt eigentlich keinen offiziellen gesehen. Jetzt kommen halt auch schon diese Hilfsorganisationen auch rein. Jetzt wird ja auch langsam rausgefahren. Die ersten Tage nur untereinander. Nur hier zum Beispiel ein lokaler Gartenbauer, der hatte noch so ein Maschinchen, der hat da wirklich erstmal die Straße überhaupt befahrbar gemacht, weil am Anfang klaffte ein Riesenloch in der Straße, da wäre überhaupt keiner reingekommen. Und wenn der das nicht gemacht hätte, wäre das Loch immer noch da. Wir wären komplett abgeschnitten. Karin sieht die Sache nüchtern. Der Versuch, Ordnung in das Chaos zu bringen, scheitert nicht am Willen, sondern am Ausmaß der Katastrophe. Ich würde jetzt auch nie hingehen und absoluten Hass schüren. Und die da, die lassen uns im Stich, die da wissen genauso wenig, was sie machen sollen. Und obwohl auch Karin die Lage kritisiert, möchte sie auf keinen Fall mit anderen Kritikern in einen Topf geschmissen werden, die um die Ecke hausten. Da ist die Ahrweiler Grundschule, wo sich jetzt auch die Querdenker breit gemacht haben. Obwohl, vielleicht haben sie jetzt doch endlich rausgeschmissen. Ich glaube, sie haben sie rausgeschmissen. Karin erzählt mir, dass ihr vor kurzem ein Polizeiauto aufgefallen sei. Bei genauerem Hinsehen sei ihr klar geworden, dass es sich nur um ein polizeiähnliches Auto mit der Aufschrift Peace handelte, welches man mit Querdenkern in Verbindung bringt. Laut Tweet der Polizei Koblenz wurde aus diesem selbsternannten Friedensfahrzeug über Lautsprecher die Falschmeldung verbreitet, dass Polizei und Rettungskräfte die Anzahl der Einsätze reduziere. Wer ist das? Querdenker! Ich hau den auf den Kopf! Dann sind die abgezogen, da war die Straße auch wieder frei. Also das ist das Letzte, was wir jetzt brauchen, ne? Noch solche Spacken, die sich dann halt so Helfern hochstilisieren. Okay, da sind Leute, die haben mit angepackt. Genau, wenn sie helfen, ist ja in Ordnung. Ja, aber dann muss ich mir dann nicht noch die goldene Krone, also abartig, widerlich, ist nicht zu beschreiben. Dann, ne? Die Not der Menschen dann auch noch ausnutzen und naja. An der besagten Schule treffen wir niemanden mehr an. Das THW berichtet uns aber, dass in der Altstadt die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Querdenkern mit Steinen beworfen wurden. Wir wollen jemanden sprechen, der mit den Querdenkern vor Ort in Verbindung gebracht wird. Auch Nikolai Nerling hat in der Schule sein Lager aufgeschlagen, hier Videos von ihm. Er ist verurteilter Holocaustleugner, Rechtsextremer und Corona-Leugner. Seit Tagen ist er in den betroffenen Regionen unterwegs. Es scheint so, als wollten sie jetzt hier ein Corona-Schwerpunktgebiet ausrufen und man kann sich halt retten, indem man sich jetzt hier impft. Das wollen wir nicht. Er inszeniert sich selbst als Helfer im Krisengebiet, berichtet, dass der staatliche Katastrophenschutz versagen würde oder nicht vor Ort sei. Die Hauptarbeit werde von der selbstorganisierten Retterschaft gemacht, vom Landvolk. Ziel solcher Erzählungen ist es, das Vertrauen in Politik und Staat zu schwächen. Aber was wir nicht sehen, THW, Feuerwehr, Polizei, die hier koordiniert vorgehen. Bundeswehr, nichts dergleichen. Fire and Rescue, das sieht nicht unbedingt nach deutscher Feuerwehr aus. Es fehlt hier einfach an Volkskraft. Dabei sieht man in Nerlings Videos im Hintergrund Personen und Wagen von THW, Polizei und Bundeswehr. Ich treffe Nerling bei der Sommerrodelbahn in Ahrweiler, wo eine Art Basislager für verschiedene Helfergruppen eingerichtet wurde. Moin! Schnell wird klar, nicht jedem passt, dass er sich dort aufhält.
Einmal bitte mit mir begleitet vom Gelände. Einmal vom Gelände. Einmal vom Gelände. Ich bin Privatmann, das ist mein Gelände. Sie verlassen das Gelände. Am Ende können wir doch vor Ort bleiben und das Interview mit Nerling machen. Er selbst betont vor unserer Kamera, nur zum Helfen hier zu sein. Wenn du hier hinkommst und sagst, wir dürfen die Altstadt nicht den Globalisten überlassen, dann ist das für mich... Habe ich das so gesagt? Ja, das hast du gesagt in einem deiner Videos gesagt. Mag sein, ja. Ja. Dass das nicht den Globalisten geopfert wird, dass das nicht in fremde Hände gerät. Oder wir können auch deinen Kollegen nehmen, Bodo Schiffmann, der sagt, der hat in einem seiner Telegram-Videos gesagt, dass er Spendengelder eben dann nur für, weiß ich nicht, mobile Toiletten benutzen würde, wo die Betreiber eben einverstanden damit wären, dass man da auch Querdenkerplakate dran macht. Das ist doch dann eindeutig eine Instrumentalisierung. Auf jeden Fall, das wäre Instrumentalisierung. Aber ja. Bodo Schiffmann ist nicht mein Kollege, weil Bodo Schiffmann ist in meiner Wahrnehmung ein Feind des deutschen Volkes und ich bin ein Freund des deutschen Volkes. Ich möchte, dass das deutsche Volk eben wieder stark und selbstbestimmt ist und so. Also mir kommt's hoch bei diesem völkischen Gerede. Allgemein finde ich die Vorstellung, dass ein Holocaustleugner hier rumläuft, gruselig. Natürlich ist jede Art von Hilfe wichtig. Jeder und jede kann hier helfen. Problematisch wird es, wenn Hilfe mit einer politischen und teils rechtsextremen Botschaft gekoppelt ist. Mich macht das nachdenklich. Klar, wenn die eigene Heimat zerstört wurde, hilft das Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Dass diese Stimmung ausgenutzt werden könnte, egal von wem, ist befremdlich. Das wird auch im Gespräch mit Claudia deutlich, einer Betroffenen, die auch direkt an der A wohnt. Wir kommen hier hin, für mich ist das jetzt gerade eine Art Kriegsgebiet, Krisengebiet. Ja. Ich meine, für sie ist das Heimat. Was macht das so mit einem, dass hier nichts mehr so ist, wie es war? Das ist die schwierigste Frage, die ihr stellen könnt. Ja. Haben die Bahn rausgehängt. Ich wohne 40 Jahre hier. 40? Ja. Das ist unser Sportplatz, unser Spielplatz, wo wir groß geworden sind. Was uns Mut macht, ist, dass die Mauer steht, die Stadtmauer steht, dass die Kirche steht. Die Kirche steht? Ja, das ist so unser Herz. Ne? Das macht uns jetzt Mut und es hält die Moral oben. Ja. Ne? Unsere Großeltern haben die Stadt aufgebaut. Vor 75 Jahren sind wir hier ausgebombt worden. Am letzten Kriegstag haben unsere Großeltern es aufgebaut und jetzt bauen wir es wieder auf. Die Menschen, die hier leben, haben alles verloren. Ihr Haus, einige sogar Familienmitglieder oder Freunde, manche die Hoffnung. Ihnen sollte alle Aufmerksamkeit gehören. Und vor Ort wird weiter Hilfe gebraucht werden. Das geht am besten, wenn Freiwillige und Profis Hand in Hand arbeiten. Ich habe so, bevor wir angefangen haben zu drehen, stand ich so im Hotelzimmer und habe mich so voll darüber geärgert, dass meine Fingernägel nicht richtig, also dass die Maniküre nicht richtig ist, ehe ich halt vor die Kamera gehe. Und jetzt, wo wir 2 Tage einfach hier gedreht haben und gesehen haben, wie es den Leuten geht und so, schäme ich mich einfach voll für diesen Gedanken. So, als würde sich hier irgendwer um meine Fingernägel jucken. Oder als wären meine Fingernägel gerade irgendwie wichtig. So. Aber ich glaube, das zeigt, in was für einer Parallelwelt man eigentlich lebt und wie unfassbar weit so Leid und so Katastrophen von einem einfach weg sind. Dass man dann erstmal checkt, mit was für einer Scheiße man sich eigentlich beschäftigt. Machen euch solche Katastrophen Angst vor der Zukunft? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da und ein Like und schaut euch auch unbedingt das Video von Die da oben an. Die haben den diesjährigen Wahlkampf unter die Lupe genommen.